So Freunde, bevor das Video losgeht, losen wir noch ganz schnell den Gewinner vom letzten Summer-Paket-Giveaway aus. Ja, ihr habt fleißig wieder daran teilgenommen. Bevor wir das aber machen, es kann natürlich auch diesmal wieder nur einen Gewinner geben. Es haben viele Leute wieder daran teilgenommen. Knapp 400 Leute haben sich bisher dazu eingeschrieben. Und genau, während ihr das Ganze hier gerade schaut, sind wir bereits live auf Twitch heute. Ne? Das heißt, falls ihr jetzt nicht gewonnen haben solltet bei dem großen Giveaway, gibt es heute noch mehr als genügend Giveaway auf Twitch. Wir werden dort auch unter anderem 10 Pilzcodes raushauen, über den ganzen Stream verteilt. Deswegen schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Wir sind den ganzen Tag live mit neuen Droplets, mit Pilzcodes und mit geilem Content auf jeden Fall. Deswegen da gerne auf Twitch vorbeischauen, aber jetzt losen wir erstmal den Gewinner aus. Wir kopieren hier uns einmal die URL raus, fügen die hier ein und Duplikate sind natürlich mal wieder ausgeschlossen. Das heißt, Leute, die mehrfach geschrieben haben, werden hier nicht mitgerechnet. So kommen wir auf 390 Teilnehmer. Wir picken den Gewinner und gewonnen hat Kasu. Herzlichen Glückwunsch. Oh, leider kann ich am Samstag nicht dabei sein, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß und lasst es euch schmecken. Viel Glück an alle. Schade auf jeden Fall. Das ist sehr schade, aber trotzdem hast du gewonnen hier an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du siehst denn zumindest das, auch wenn du Samstag heute nicht mit dabei sein kannst. Ja, GZ an dich an der Stelle. Schreib mir bitte auf Instagram oder auf Discord. Beide Links findest du unten in der Videobeschreibung und da bitte einmal anschreiben, dann machen wir noch einen kleinen Test, dass du das bist und dann lasse ich dir die 100 Euro zukommen per PaySafe-Card. Vielen, vielen herzlichen Dank, ich wünsche dir viel Spaß damit und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Eine neue Roadmap ist da und die werden wir uns auch gleich genüsslich reinziehen, denn sie ist voller neuer Dinge, die uns wieder aufzeigen werden, wo die Reise bis zum Ende des Jahres hingehen. Ein Format, was jetzt jeden, Ende bzw. Anfang des neuen Monats kommen wird und uns eine detaillierte Aussicht auf die nächsten 3 Monate geben wird, mit natürlich kleinen Abweichungen, Dingen, die wir schon die letzten Monate ein bisschen wussten, aber auch schon Ausblicke haben auf die nächsten Monate. Sehr, sehr coole Sache. Und dann würde ich sagen, starten wir da direkt rein. Willkommen Held oder Heldin. Die Vorschau soll euch Einblicke in unsere geplanten Features und Events geben. Bitte beachtet jedoch, dass der Zeitplan und die Details dieser Inhalte Änderungen unterliegen können. Unvorhergesehene Umstände wie sich ändernde Prioritäten, technische Herausforderungen oder externe Faktoren, beispielsweise Community Feedback, können dazu führen, dass Inhalte angepasst, verzögert oder neu priorisiert werden. September fangen wir direkt an. Ja? Legendary Dungeon am 19.09. geht's los. Da haben wir schon mal direkt das Datum am Start. Macht euch bereit für die Rückkehr des Legendary Dungeons. Dieses aufregende Event verspricht, den Nervenkitzel und das Abenteuer, das ihr lieben gelernt habt, zurückzubringen. Diesmal habt ihr die Gelegenheit, rare, legendäre Gegenstände zu sammeln, die ihr vielleicht zuvor verpasst habt. Also ein Dungeon, den wir schon mal so hatten, beziehungsweise Items, die wir auch schon kennen. Und ja, viele haben sich ja alte Sets zurückgewünscht, um diese halt eben zu vervollständigen. Jetzt haben sie nochmal die Gelegenheit dafür. Deswegen das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Und natürlich auch ein Legendary Dungeon, wo ich mich auf meinen Main komplett einmal neu equippen werde mit den neuen Legis, die es gibt, mit den neuen Waffen und Equipment, was es damit einherbringt und auch meine Begleiter, die ich vollends hier neu ausstatten werde. Also das wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass werden. Natürlich werden wir das Ganze auch wieder live streamen und von daher, wird das auf jeden Fall eine coole Sache. Ich hoffe, ihr seid da auch am Start. Viele von euch sind da sehr gespannt drauf, was ich dann an Dungeons auch pushen werde, beziehungsweise wie halt so der Stat-Boost dann bei mir aussehen wird, weil wenn man sich alleine schon hier die Waffe anschaut, Und bis dahin haben wir ja vielleicht noch ein bisschen was, wo wir die Toilettenaura noch vorantreiben werden. Ja, also das wird richtig krass werden. Die aktuelle Iteration des Legendary Dungeons wird einen früheren LD wieder aufleben lassen, sodass sowohl neue als auch erfahrene Spieler dieses Theme erneut erleben können. Während wir uns auf dieses aufregende Abenteuer vorbereiten, stellt sich eine spannende Frage: Was glaubt ihr, wird das Thema des Legendary Dungeons diesmal sein?
Oktoberfest, 19.09. haben wir hier direkt am selben Tag wie den Release des Legendary Dungeons und beantwortet wahrscheinlich auch schon diese Frage hier mehr oder weniger. Ja, was wäre der September ohne das Oktoberfest? Obwohl es etwas ungewöhnlich klingen mag, das Oktoberfest im September zu feiern, fand das Festival ursprünglich im Oktober statt. Um jedoch besseres Wetter zu nutzen und mehr Besucher anzulocken, wurden die Veranstaltungen in den September verlegt, wobei der ursprüngliche Name beibehalten wurde. In der Welt von Shakes & Fidget ist das Wetter immer angenehm, aber wir bleiben dennoch der deutschen Tradition treu. Feiert mit uns bei Freibier und einer Vielzahl spannender Events während des Oktoberfest. Prost. Okay, dann als nächstes, ja, Update, 27.05. gegen Ende September, Twitch Epics. Eine neue Art von Twitch Drop wird ein episches Gegenstandsset enthalten, das mit einigen unserer Streamer verknüpft ist. Diese Aktion feiert unsere Zusammenarbeit mit Content-Creatern wie Motune, Waves und anderen, die Shakes & Fidget regelmäßig in ihren Streams präsentieren. Epics von Twitch Drops tragen zum Fortschritt eures Sammelalbums bei. Also das ist natürlich heftig, dass es hier anscheinend neue Twitch-Drops bzw. neue Epics geben wird. Dazu kann ich euch tatsächlich im Detail noch nichts erwähnen, noch nichts sagen, weil ich da selbst noch absolut 0% weiß. Ob das nur für die Drop-Streamer vorbehalten ist, ob auch die Drop-Let-Streamer was davon haben werden oder wie sich das hier so liest, eine neue Art von Twitch-Drop, dass es jetzt nochmal weitere Drops gibt neben den Drop- und Droplets. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, kein Plan. Ja, zumal weiß ich auch nichts von den neuen Epics und so weiter und so fort. Also das ist auch für mich ein komplett neues Territorium auf jeden Fall. Ja, ihr könnt Twitch-Drops sammeln, indem ihr euren Shakes & Fidget-Account mit Twitch verknüpft und den offiziellen Shakes & Fidget-Stream oder einen teilnehmenden Content-Creator in unserer Twitch-Drop-Kampagne anseht. Ja, Anweisungen zum Verknüpfung eures SF-Accounts mit Twitch und zum Sammeln der Einlösen von Twitch-Drops findet ihr in unserem Hilfeartikel. Zusätzliche Werbeskips, ja, ich glaube, das wird jetzt ein sehr interessanter Teil werden für die Free-to-Play-Spieler, die am Handy doch ein bisschen mehr spielen sollten. Nach einer produktiven Diskussion mit unserer Discord-Community über das Hinzufügen von Optionen zum Überspringen von Wartezeiten durch Ansehen von Werbung werden wir mit diesem Update die folgenden Funktionen einführen. Haustiere, Wartezeit für Habitat- und Petkämpfe je einmal pro Tag überspringen. Ja, Dungeons, Wartezeit in Dungeon einmal pro Tag überspringen, spart man sich ein Stündchen. Würfelspieler, Wartezeit beim Würfelspieler einmal pro Tag überspringen. Ja, diese Optionen werden für die Mobile- und Browser-Version des Spiels verfügbar sein. Leider unterstützt Steam keine Ingame-Werbung, daher wird diese Option auf dieser Plattform nicht verfügbar sein. Also das ist natürlich ganz nice für alle Free-to-Play-Spieler, die das noch nicht wussten sollten. Über Handy kann man sehr viel mehr Free-to-Play erreichen als zum Beispiel im Browser. Man kann zum Beispiel den Waffen- oder Zauberladen einmal pro Tag kostenlos rerollen. Man kann in der Ehrenhalle bis zu 50 Kämpfe, glaube ich, pro Tag Free-to-Play machen und dort die 10 Minuten Wartezeit zwischen den Arena-Angriffen halt skippen und so weiter und so fort. Und das ist halt, denke ich mal, ganz cool für die Free-to-Play-Leute, für die das noch nicht wussten sollten. Badenanpassungen. Dieses Update führt mehrere Optimierungen des Spiels um eine signifikante Anpassung der Badenklasse ein. Der Einfluss der Ausdauer auf die Bonusdauer der Melodie der Durchschlagskraft des Baden wird entfernt. Diese Änderung wird vorgenommen als Reaktion auf das Feedback, das wir von der Community erhalten haben. Wir schätzen eure Anregungen, während wir uns bemühen, das Erlebnis für alle zu verbessern. Das haben wir natürlich schon durch die letzten Roadmaps erfahren. Dann kommen wir zum Oktober. Serverstart EU 23. Ein weiterer Server bedeutet eine weitere Gelegenheit, an die Spitze der Bestenliste aufzusteigen und eure Dominanz im Spiel zu etablieren. Bereitet euch auf den Start von EU23 vor, der Anfang Oktober seine Türen öffnen wird. Dieser neue Server verspricht neue Herausforderungen und die Chance, eure Fähigkeit zu zeigen, während ihr gegen andere Spieler um die Spitzenposition kämpft. Macht euch bereit, in die Action einzutauchen und eure Spuren zu hinterlassen. Ja, Oktober, da hitte ich auch die 30 tatsächlich Anfang Oktober. Mal gucken, wann der Server hier rauskommen wird. Ja, am 12. habe ich Geburtstag. Könnte sein, eventuell, wenn der hier startet, werde ich den Serverstart nicht mitnehmen, weil ich da dann höchstwahrscheinlich unterwegs bin.
Genau, da bin ich nämlich 3 Tage nicht da zu meinem Geburtstag zum 30. Da fahre ich weg. Da habe ich keinen Bock. Ja, Tag der deutschen Einheit. So, wow, es ist kaum zu glauben, dass schon 35 Jahre seit dem bedeutsamen Ereignis der deutschen Wiedervereinigung vergangen sind. Dieser wichtige Meilenstein in der Geschichte markiert das Zusammenkommen von Ost- und Westdeutschland, ein Moment, der die Nation und ihre Menschen tiefgreifend geprägt hat. Um dieses wichtige Ereignis zu ehren, freuen wir uns, bekannt zu geben, dass wir den Tag der deutschen Einheit mit einer Reihe von unterhaltsamen und fesselnden Ingame-Events feiern werden. Wusstet ihr, dass es in der DDR, Deutsche Demokratische Republik, bis zur Wiedervereinigung nur ein alkoholfreies Bier gab? Passenderweise heißt es Aubi, Autofahrbier. Ja, guter Side-Fact hier an der Stelle. Dann Glückstag. Erlebt die Spannung des Glückstages, indem ihr wertvolle Belohnungen aus verschiedenen Events sammelt und sofort einsetzt. Es ist ein berauschendes Gefühl, das ihr nicht verpassen solltet. Spürt ihr schon den Endorphinrausch? Die Chance, Belohnungen zu verdienen und sie sofort zu nutzen, schafft ein unvergleichliches Erlebnis, das sowohl spannend als auch lohnend ist. Und dann haben wir als nächstes das Update. New Class Pest Doctor, coming soon. Ja, das Community-Feedback aus den beiden Closed-Beta-Phasen, einschließlich Diskussionsforen und Umfragen, zeigt eine hohe Akzeptanz der Pest Doctor-Klasse. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir den Pest Doctor mit diesem Update einführen. Holy shit. Der Pest Doctor ist eine Geschicklichkeitsklasse mit einer 20%igen Ausweichchance und einem 11,11%igen Bonus auf Ausrüstungsstats, ausgenommen gesockelte Edelsteine. Seine einzigartige Fähigkeit erlaubt es ihm, eine Tinktur auf Gegner zu werfen, in Klammern 50% Chance Schaden über Zeit verursacht und die Ausweichchance des Pest Doctors erhöht. Sowohl der Schaden als auch die erhöhte Ausweichchance nehmen mit der Zeit ab, während das Gift der Tinktur aktiv ist. Tinkturen können geblockt oder ausgewichen werden und der Pest Doctor kann keine Tinkturen auf Magier werfen. Bereitet euch darauf vor, diese Klasse in einer unserer Spielwelten zu spielen. So, jetzt wird's interessant. Neuer Sammelalbum-Abschnitt. Des Weiteren wird ein neuer Abschnitt zum Sammelalbum hinzugefügt, der euch dazu auffordert, spezifische Aufgaben und Ziele zu erfüllen, um dekorative Belohnungen zu erhalten. Obwohl die Belohnungen keine Boni gewähren, könnt ihr eure Errungenschaften in eurem Spielerprofil für andere sichtbar machen. Bleibt dran für weitere Informationen, die bald folgen. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Ich hatte in der Vergangenheit gesagt, dieses Jahr kommt noch ein Feature, was wir bei Playa Games gesehen haben, wo ich mit meinem gebrochenen Englisch dann doch mal in der Runde wirklich mal die Stimme erheben musste und ich gesagt habe, yeah. Das ist genau das, was die Community haben möchte. Zumindest so, wie ich das dort von dem ersten Blick aus gesehen habe. Ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass das Update trotzdem noch irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie an die Wand gefahren werden kann. Ich habe keine Ahnung. Ich bin selbst ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, mit neuen Updates, was leider sehr schade ist, aber aufgrund der Vergangenheit muss man nun mal ein bisschen skeptisch sein, wenn neue Updates erfolgen werden. Aber wenn das so rauskommt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe bisher nur Bilder gesehen und gewisse Dinge, die man machen muss, um bestimmte, wie soll ich sagen, um bestimmte, wie haben sie es hier beschrieben? Errungenschaften. Ich kann euch noch nicht so viel dazu sagen. Dekorative Belohnungen, sagen wir einfach dekorative Belohnungen zu erhalten, ja. Und das Geile daran ist, es ist sowas Ähnliches wie die Orden damals. Und wie viele von euch haben sich die Orden damals zurückgewünscht, wollten das wieder haben, dass man im Profil sehen kann, was man schon erreicht hat in dem Spiel, Auszeichnungen. Was ist das, was die Spieler sehr gerne mögen, in Shakes & Fidget unter anderem collecten, Dinge sammeln, das Sammelalbum zu füllen, ja, Dinge zu komplettieren, ja, sich zu präsentieren, zu zeigen, was man erreicht hat in dem Spiel. Als ich das so gesehen hatte, habe ich gesagt, ja, das ist genau das, was die Community haben möchte. Und das Ganze gibt keine Boni auf euren Account. Das heißt,
diese ganzen dekorativen Belohnungen, die ihr dort erhaltet, die sind rein zum Flexen. Ihr könnt euch damit als Hardcore-Pilzer keine aktiven Vorteile verschaffen. Das heißt, so wie ich das interpretiere, diese dekorativen Belohnungen, die dort kommen werden, machen gar keinen Sinn eigentlich, sich so großartig zu erpilzen, weil die keinen Einfluss auf euren Charakter haben werden. Das heißt, so wie sich das anhört, verdient damit Playa auch nicht wirklich großartig Geld. Ja, das ist einfach nur dazu da, um halt eben zu flexen, beziehungsweise in dem Sinne, klar, verdienen die natürlich damit Geld, wenn Leute auf diese dekorativen Belohnungen hinspielen und sich diese dann doch erpilzen wollen, dann können die das ja machen. Aber die haben keinen spielerischen Fortschritt dadurch. Ja, also Hardcore-Pilzer werden hier dann nicht bevorzugt. Sie können rein nur mit diesen dekorativen Belohnungen angeben sozusagen in ihrem Inventar sozusagen. Ja, was für andere Spieler natürlich dann auch sichtbar ist. Okay, das heißt, Hardcore-Pilzer werden hier nicht gemolken in dem Sinne, dass sie ihren Account dadurch halt boosten, sondern einfach nur, wenn sie halt sich das erpilzen wollen, können die das natürlich machen und dann können sie damit auch flexen. Aber sie haben keinen spielerischen Vorteil dadurch. Das heißt, das ist einfach geil, sag ich mal, solche Dinge zu collecten, zu sammeln und die dann halt eben bei sich auszustellen in seinem Spielerprofil bzw. Inventar und halt zu zeigen, was man schon erreicht hat. Und das ist doch genau eigentlich das, was viele von uns haben wollen, oder? Das Update, meiner Meinung nach, könnte das ganze Jahr nochmal von den ganzen Updates her retten. Trotzdem möchte ich meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass das Update trotzdem irgendwie auf irgendeine Art und Weise gegen die Wand gefahren wird, weil wir in der Vergangenheit eben oftmals negative Dinge in Bezug auf neue Updates halt erlebt haben. Aber das rein von dem, was ich bisher gesehen habe, von den Bildern her und das, wie sich das anhört, hört sich das nach dem Update 2025 schlechthin an für die Spieler. Ja, weil also ich kann da nur von mir reden. So. Für mich persönlich ist das genau das, was ich haben will in Shakes & Fidget. Dinge collecten, Achievements sammeln und damit vor anderen Spielern angeben, sozusagen seinen Account ausschmücken und zeigen, was man schon erreicht hat. Okay? Was das alles beinhaltet, kann ich euch auch nicht sagen. Was man da alles erspielen kann, kann ich euch auch nicht sagen. Ich hatte bisher nur ein paar Bilder gesehen. Das sah ziemlich nice aus. Ja, und so wie sich das liest und anhört, warten wir ab, okay? Warten wir einfach ab. Ich will auch nicht zu doll hypen und nachher ist das Ding wieder komplett Bruch. Aber so vom Ding her hört sich das jetzt erstmal nicht nach dem nächsten großen Event an, wo zigtausend Pilze benötigt werden dafür, um sich halt noch mehr spielerische Vorteile zu erschaffen. Das ist es halt nicht. Okay, das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Dann Halloween. Wie jedes Jahr werden wir Halloween Ende Oktober, Anfang November feiern. Dann haben wir den November mit dem Hellevator. Der Hellevator kehrt Ende November zurück. Nebenbemerkungen: 2 neue Funktionen sind derzeit in Arbeit. Sobald wir zuversichtlich sind, dass diese Projekte in Produktion gehen, werden wir detaillierte Informationen bereitstellen. Okay, also dieser letzte Absatz hier für mich persönlich wirklich, da lege ich sehr viel Wert drauf. Mal schauen, wie sich das Ganze ausspielen wird. Ja, wir gehen da heute bestimmt nochmal im Livestream drauf ein, auf diese ganze Roadmap hier, beziehungsweise auf den letzten Absatz hier. Vielleicht kann ich euch da nochmal ein bisschen mehr zu im Stream verraten, deswegen schaltet da auf jeden Fall heute ein. Großer XXL Shakes & Fidget Kochstream mit Chris zusammen. Und viele Pilzcodes, die rausgehauen werden. Jede Stunde einer. Deswegen, ihr habt noch die Chance. Wir sind den ganzen Samstag heute live. Deswegen schaut sehr gerne vorbei. Bis dahin alles Gute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Freut euch wirklich drauf. Ich hoffe, es wird nice. Ich hoffe es so sehr. Das wäre so cool. Ja, wenn das einfach so kommt und das funktioniert einfach. Und die Spieler sind zufrieden. Das würde ich Shakes & Fidget wünschen, das würde ich der Firma Playa Games dahinter wünschen und vor allen Dingen würde ich das auch euch wünschen, der Community, die sich auf genau solche Updates wahrscheinlich sehr freuen wird. Bis dahin, alles Gute, danke fürs Zuschauen. Wenn neue Informationen dazu rauskommen, erfahrt ihr es natürlich zuerst hier bei mir auf YouTube. Bis dahin, alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.